Es war Montagmorgen. Die Sonne spiegelte sich sanft in den gläsernen Schaufenstern der edlen Einkaufsstraße im Herzen von München. Die Straßen waren ungewöhnlich ruhig, fast als würde der Tag auf etwas Ungewöhnliches warten. Ein Mann mittleren Alters näherte sich langsam. Seine Kleidung war abgetragen. Eine ausgefranste Jacke, verblasste Stoffhose, schmutzige Arbeitsschuhe. Eine alte Stofftasche hing über seiner Schulter. Inmitten all des Glanzes wirkte er wie ein Fremdkörper, wie ein Schatten in einer Welt aus Licht. Er blieb vor einem luxuriösen Juweliergeschäft stehen. Juwelier Himmelslicht. Seit 1954. Das Schaufenster glänzte mit Diamantringen, Goldarmbändern und feinster Handwerkskunst. Ein Ort, an dem sich prominente und reiche Geschäftsleute regelmäßig sehen ließen. Der Mann öffnete vorsichtig die Tür. Eine kleine Glocke klingelte. Drinnen herrschte angenehme Musik, die Luft roch nach Leder und poliertem Holz. Doch niemand begrüßte ihn. Kein Lächeln, kein guten Tag. Die Verkäuferinnen warfen ihm flüchtige Blicke zu, misstrauisch, abschätzend, und wandten sich dann wieder ihren Bildschirmen zu. Der Mann ließ sich nicht beirren. Langsam ging er zur Vitrine mit den Verlobungsringen. Seine Augen ruhten auf einem schlichten, eleganten Modell aus Weißgold. Er beugte sich leicht vor, seine Hand berührte sanft das Glas. Nach einem Moment flüsterte er ruhig: „Darf ich mir diesen Ring mal näher ansehen?" Er konnte nicht ahnen, dass diese einfache Frage eine Kette von Ereignissen auslösen würde. Voller Vorurteile, Demütigung und schließlich einer Wahrheit, die alle Anwesenden sprachlos machen würde. Der Laden war ruhig, fast zu ruhig. Obwohl leise Musik aus den Lautsprechern spielte, schien die Stimmung eingefroren. Der Mann stand immer noch vor der Vitrine, sein Blick voller Ehrfurcht und Erinnerung, doch niemand kam zu ihm. Hinter dem Tresen flüsterte eine junge Verkäuferin mit perfekt frisiertem Haar und makellosem Make-up zu ihrer Kollegin. „Der sieht aus, als hätte er sich im Laden geirrt. Wahrscheinlich will er nur schauen, aber nichts kaufen." Die andere Verkäuferin lachte leise. Beide taten so, als wären sie beschäftigt. Aber in Wahrheit hatten sie ihn längst verurteilt. Nach seinem Aussehen, seiner Kleidung, seiner schlichten Art. Der Mann schien alles gehört zu haben. Seine Schultern blieben aufrecht, sein Blick ruhig. Doch in seinen Augen blitzte ein Hauch von Enttäuschung. Er versuchte es noch einmal, dieses Mal direkter. „Entschuldigen Sie, ich würde den Ring dort wirklich gerne sehen. Es ist wichtig für mich." Die junge Verkäuferin sah ihn jetzt offen genervt an, verschränkte die Arme. „Dieser Ring gehört zu unserer Premium-Kollektion. Wir zeigen ihn nur auf Anfrage und nur an ernsthafte Kunden." Ohne ihm weiter Beachtung zu schenken, drehte sie sich wieder zum Bildschirm. Ein unangenehmes Schweigen breitete sich im Raum aus. Zwei andere Kunden in der Nähe warfen neugierige Blicke, tuschelten leise. Eine ältere Dame schüttelte unauffällig den Kopf. Doch während sich die Kälte im Raum spürbar machte, bewegte sich plötzlich jemand vom hinteren Bereich des Geschäfts nach vorn. Eine andere Stimme, wärmer, ruhiger, durchbrach die Stille. Die Frau, die nun aus dem hinteren Bereich des Geschäfts trat, war deutlich älter als die anderen Verkäuferinnen. Ihr Namensschild trug den schlichten Schriftzug Frau Albrecht. Sie bewegte sich ruhig, aber mit Autorität. Die Art von Person, die mehr sieht als nur das Offensichtliche. Sie hatte alles beobachtet. Die stummen Blicke, die abwertenden Kommentare, das hilfesuchende Gesicht des Mannes. Und sie hatte genug gehört. Mit einem freundlichen Lächeln trat sie an den Mann heran. „Guten Tag, kann ich Ihnen weiterhelfen?" Der Mann drehte sich zu ihr um. In seinem Blick lag Überraschung, aber auch Erleichterung. „Ja, ich würde gerne diesen Ring sehen, für jemanden, der mir sehr viel bedeutet." Frau Albrecht nickte, ohne zu zögern. Mit ruhiger Hand holte sie den gewünschten Ring aus der Vitrine und legte ihn vorsichtig auf ein Samtkissen. Der Ring war schlicht, aber elegant. Weißgold mit einem kleinen, funkelnden Stein in der Mitte. „Ein wunderschönes Stück", sagte sie leise. „Gibt es einen besonderen Anlass?" Der Mann lächelte traurig. „Es ist ein Versprechen. Eins, das ich vor langer Zeit gegeben habe." Sie stellte keine weiteren Fragen. Manchmal erzählen die Augen mehr als Worte. Während die jüngeren Kolleginnen das Geschehen aus der Ferne beobachteten, nun sichtbar verunsichert, kniete sich Frau Albrecht an den Tisch, um dem Mann in aller Ruhe zu zeigen, wie der Ring getragen wird, wie man ihn gravieren lassen kann, welche Bedeutung jedes Detail trägt. „Möchten Sie eine Gravur?" fragte sie.
Ja, antwortete er, bitte mit den Worten, für immer, du. Und in genau diesem Moment veränderte sich etwas im Raum. Es war nicht länger ein Fremder, der nicht hierher passte. Es war ein Mensch mit einer Geschichte, mit Liebe und mit Würde. Während Frau Albrecht den Ring vorsichtig zurück in die Schachtel legte, herrschte eine tiefe, ehrfürchtige Stille im Raum. Der Mann betrachtete das Schmuckstück nicht wie einen Gegenstand, sondern wie einen Schatz voller Erinnerungen. Langsam begann er zu sprechen. Seine Stimme war ruhig, aber voller Gefühl. Vor 30 Jahren habe ich sie kennengelernt. Wir hatten nichts, nur Träume. Damals sagte ich zu ihr, eines Tages bekommst du einen Ring, wenn ich es mir leisten kann. Er hielt kurz inne. Seine Augen glänzten, aber keine Träne fiel. Jetzt, wo sie nicht mehr bei mir ist, will ich mein Versprechen einlösen. Frau Albrecht sah ihn an, nicht mitleidig, sondern mit tiefem Respekt. Sie wusste, was dieser Moment für ihn bedeutete. Es ist mir eine Ehre, diesen Ring für Sie vorbereiten zu dürfen, sagte sie leise. Als sie die Formalitäten für die Gravur aufnahm, trat ein unerwarteter Moment ein. Der Mann griff in die Innentasche seiner abgenutzten Jacke und zog eine elegante, schlichte schwarze Karte hervor. Auf ihr prangte in silberner Schrift Francisco E. Bremer, Vorstandsvorsitzender, Bremer Bauholding AG. Frau Albrecht erstarrte für einen Moment. Ihre Augen weiteten sich. Sie hatte diesen Namen schon oft in der Zeitung gelesen. Doch sie sagte nichts. Kein Erstaunen, kein Flüstern, nur ein leichtes Nicken. Die jüngeren Verkäuferinnen hingegen konnten ihre Neugier nicht verbergen. Eine von ihnen trat näher, las flüchtig den Namen auf der Karte und erstarrte. Ihr Gesicht wurde blass. Alles, was sie zuvor gesagt hatte, fiel ihr plötzlich wieder ein, wie ein Echo voller Scham. Francisco bemerkte es. Er wandte sich ihr kurz zu, doch in seinen Augen war weder Stolz noch Groll, nur Gelassenheit. Ich bin heute nicht als Vorstand hier. Ich bin nur ein Mann, der ein Versprechen einlösen will. Francisco saß nun ruhig an einem kleinen Tisch, der etwas abseits von den gläsernen Vitrinen stand. Vor ihm lag die samtblaue Schachtel mit dem Verlobungsring. Schlicht, elegant, zurückhaltend. Nicht das teuerste Stück im Laden, aber das mit der tiefsten Bedeutung. Frau Albrecht hatte sich zu ihm gesetzt, ein Formular auf dem Tisch ausgebreitet. Sie schrieb langsam und sorgfältig, Gravurtext, für immer, du. Francisco sah zu, wie sie jeden Buchstaben in perfekter Handschrift auftrug, als wäre es ein Gedicht. Für einen Moment sagte niemand etwas. Der Klang der Schreibfeder war das Einzige, was die Stille durchbrach. Dann fragte sie leise, wünschen Sie eine Geschenkverpackung? Er lächelte schwach. Nein, ich werde ihn so, wie er ist, überbringen. An Ihren Lieblingsplatz unter der alten Kastanie. Dort, wo wir uns das erste Mal geküsst haben. Frau Albrecht schluckte schwer. Doch sie antwortete mit fester Stimme, das ist wahrscheinlich der schönste Ort für ein Versprechen. Er nickte dankbar. Und dann kam der Moment des Bezahlens. Francisco zog erneut seine schwarze Karte hervor und reichte sie ihr mit ruhiger Geste. Die Karte glänzte unter dem Licht, schwer vor Bedeutung, aber gehalten von einer Hand, die nie anmaßend wurde. Die Transaktion war schnell abgeschlossen. Zahlung genehmigt. Doch es war kein Bezahlvorgang wie jeder andere. In diesem Moment wussten alle, hier wurde nicht einfach ein Ring gekauft. Hier wurde eine Geschichte vollendet. Eine Liebesgeschichte, die den Test der Zeit überstanden hatte. Die jüngere Verkäuferin stand nun am Rand des Raumes, fassungslos. Alles in ihr schrie danach, sich zu entschuldigen, doch die Worte blieben ihr im Hals stecken. Francisco schaute ein letztes Mal in die Schachtel. Dann schloss er sie mit beiden Händen, vorsichtig, als würde er ein Stück seines Herzens darin verwahren. Manche Dinge kann man nicht mit Geld kaufen, sagte er ruhig, aber man kann sie sich verdienen, mit Treue, mit Geduld, mit Liebe. Die Karte war längst bezahlt, der Ring sicher verpackt. Doch der eigentliche Preis wurde nun sichtbar. Nicht in Zahlen, sondern in Gesichtern. Die jüngere Verkäuferin, die Francisco zu Beginn mit Missachtung begegnet war, stand noch immer wie angewurzelt am Rand. Ihre Augen waren weit geöffnet, ihr Blick wanderte zwischen der schwarzen Karte auf dem Tresen und dem Mann, der sie so ruhig in der Hand gehalten hatte. Sie schluckte trocken, trat einen unsicheren Schritt nach vorne und sagte schließlich leise, es tut mir leid, Herr Bremer. Ich habe Sie falsch eingeschätzt. Francisco wandte sich zu ihr. Sein Blick war sanft, aber ernst. Er sagte nichts sofort.
ließ die Stille für sich sprechen. Dann antwortete er mit einer Ruhe, die tiefer traf als jede Strafe. »Sie haben mich nicht falsch eingeschätzt, Fräulein. Sie haben vergessen zu sehen, wer ich bin, nicht was ich bin.« Die Worte blieben in der Luft hängen, schwer und doch klar. Kein Vorwurf, kein Zorn, nur Wahrheit. Eine Wahrheit, die schmerzte, weil sie ehrlich war. Die Filialleiterin, die das Gespräch aus der Distanz verfolgt hatte, trat nun auch hinzu. Sie war blass und sichtlich betroffen. Mit gesenktem Kopf sagte sie: »Herr Bremer, im Namen des gesamten Teams möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. So hätte niemand behandelt werden dürfen.« Francisco nickte nur. Dann sah er zu Frau Albrecht, der einzigen, die ihn von Anfang an wie einen Menschen behandelt hatte. »Wenn Sie irgendwann ein anderes Geschäft führen, geben Sie mir Bescheid. Ich empfehle Sie weiter. Mit dem Herzen.« Ein leichtes Lächeln huschte über ihr Gesicht, aber sie sagte nichts. Es war nicht nötig. Francisco wandte sich zum Gehen. Die Tür öffnete sich automatisch und ein kalter Hauch Winterluft drang herein. Er trat hinaus, so leise wie er gekommen war. Doch keiner im Laden würde je wieder derselbe sein. Kaum hatte sich die Tür hinter Francisco geschlossen, breitete sich eine bedrückende Stille im Laden aus. Die Musik im Hintergrund spielte weiter, leise, fast unbemerkt, aber niemand hörte mehr hin. Die junge Verkäuferin, die ihn anfangs verächtlich behandelt hatte, stand starr an ihrem Platz. Ihre Hände zitterten leicht, ihr Blick war leer. Zum ersten Mal seit langem fühlte sie sich klein. Nicht, weil jemand sie erniedrigt hatte, sondern weil sie sich selbst über ihre eigenen Vorurteile entlarvt hatte. Sie versuchte, mit ihrer Kollegin zu sprechen, aber ihre Stimme versagte. Nur ein geflüstertes »Ich habe mich so geirrt.« Die anderen Angestellten hielten Abstand. Jeder wusste, dass sie es war, die dem Mann Respekt verweigert hatte. Doch niemand sagte es laut. Denn in Wahrheit war sie nicht allein. Auch sie hatten weggesehen, geschwiegen, zugelassen. Frau Albrecht hingegen stand wieder ruhig am Tresen. Sie räumte langsam die Unterlagen weg, legte die Gravurkarte in eine kleine Schublade und wischte mit einem Tuch über die Glasplatte, als wolle sie nicht nur Fingerabdrücke entfernen, sondern auch Spuren von Ignoranz. Dann sah sie auf, nicht strafend, sondern nachdenklich, und sagte mit fester Stimme: »Jeder Kunde hat eine Geschichte, und unsere Aufgabe ist es, sie zu respektieren, nicht zu bewerten.« Diese einfachen Worte blieben lange im Raum hängen, länger als jedes Verkaufsgespräch, jede Präsentation oder jeder Preis. Eine ältere Kundin, die noch immer im Laden war, trat langsam an die Theke und sagte: »Ich brauche keinen großen Diamanten. Ich möchte einen Ring mit Bedeutung.« Die Verkäuferinnen nickten stumm. Sie hatten verstanden, es war Zeit umzudenken. Obwohl Francisco gegangen war, blieb seine Anwesenheit spürbar. Die Geschichte verbreitete sich, zunächst leise, dann wie ein Flächenbrand. Einer der Kunden, der den Vorfall miterlebt hatte, war ein lokaler Blogger, bekannt für seine Beiträge über Menschlichkeit im Alltag. Er hatte, ohne Absicht auf Skandal, einige Momente diskret festgehalten und veröffentlichte am selben Abend einen Beitrag mit dem Titel »Der Mann mit dem schmutzigen Mantel« und das Versprechen, das alle Herzen berührte. Binnen Stunden wurde der Artikel tausendfach geteilt. Menschen kommentierten, weinten, erzählten von ähnlichen Erlebnissen, in denen sie unterschätzt oder übersehen worden waren. Oder in denen sie selbst voreilig geurteilt hatten. Die Juwelierfiliale wurde von der Öffentlichkeit geflutet. Nicht mit Vorwürfen, sondern mit Fragen, mit Dank, mit dem Wunsch, Teil dieser stillen Veränderung zu sein. Menschen kamen nicht mehr nur für Schmuck. Sie kamen für Bedeutung, für einen Ring, der eine Geschichte erzählen sollte. Die Geschäftsführung veröffentlichte ein offizielles Statement. Diese Geschichte hat uns nicht bloß getroffen, sondern bewegt. Wir nehmen sie als Anlass, unser gesamtes Personal neu zu schulen. In Empathie, in Respekt, in Würde. Denn jeder Mensch verdient beides, ganz gleich wie er aussieht. Frau Albrecht wurde intern geehrt, bekam ein persönliches Dankeschreiben der Firmenleitung. Doch sie lehnte eine Auszeichnung ab. Ich habe nur getan, was jeder tun sollte. Einen Menschen gesehen. Und Francisco? Er blieb weiterhin im Hintergrund. Keine Interviews, keine Statements, keine öffentliche Reaktion. Nur ein leiser Brief, der eines Morgens im Laden eintraf. Handgeschrieben mit ruhiger Handschrift. Danke. Für den Blick, der nicht durch Stoff, sondern ins Herz ging. Nicht jede Geschichte braucht ein dramatisches Ende. Manchmal reicht ein leiser Moment, ein Blick, ein Satz, ein Ring
um eine ganze Welt zu verändern. Was Francisco an diesem Tag tat, war mehr als ein Versprechen einlösen. Er hielt der Gesellschaft einen Spiegel vor, nicht mit Worten, sondern mit Würde. Er erinnerte daran, wie schnell wir Menschen in Schubladen stecken, wie leicht wir uns vom Äußeren blenden lassen und wie tief wir damit verletzen können. Der Ring, den er kaufte, war nicht aus Platin gefertigt oder mit Diamanten besetzt. Er war aus Erinnerung geschmiedet, mit Treue verziert, in Liebe graviert. Und obwohl seine Trägerin ihn nie physisch tragen würde, war er dennoch angekommen, genau dort, wo er hingehörte. Und die Verkäuferin, die ihn zuerst übersehen hatte, sie veränderte sich. Nicht aus Angst vor Konsequenzen, sondern aus ehrlicher Einsicht. Man sagt, Scham ist das erste Zeichen von Reue und Reue der erste Schritt zur Menschlichkeit. Frau Albrecht, die stille Heldin der Geschichte, blieb wie sie war. Aufmerksam, respektvoll, menschlich. Sie wurde zum Vorbild, nicht nur für ihre Kollegen, sondern für viele, die ihre Geschichte lasen. Und wir? Wir bleiben zurück mit einer Frage, die wir uns alle stellen sollten. Jedes Mal, wenn wir einem Fremden begegnen, sehe ich nur, was vor mir steht. Oder auch, was dahinter liegt. Denn am Ende sind es nicht die Ringe, nicht die Karten, nicht die Titel, die zählen. Es ist der Blick. Und die Entscheidung, ob wir mit ihm urteilen oder verstehen. Tage vergingen, der Alltag kehrte zurück. Die Schaufenster wurden neu dekoriert, die Musik im Laden wechselte und neue Kunden kamen und gingen. Doch etwas hatte sich verändert. Nicht sichtbar, nicht greifbar, sondern in den Blicken, im Ton der Stimme, in der Art, wie man nun jedem Kunden begegnete, ob im Anzug oder in schmutziger Arbeitskleidung. Ein neuer Respekt lag in der Luft. Kein gespielter, kein vorgeschriebener, sondern echter, gewachsener Respekt. Frau Albrecht wurde oft gefragt, warum sie sich damals anders verhalten hatte als ihre Kolleginnen. Ihre Antwort war immer dieselbe: weil ich gelernt habe, Menschen zu sehen, nicht Etiketten. Und Francisco? Er tauchte nie wieder im Laden auf. Aber er musste es auch nicht. Seine Geschichte lebte weiter, nicht durch Skandale oder Zeitungsartikel, sondern durch Gespräche am Küchentisch, durch junge Verkäufer, die ihren ersten Arbeitstag mit dieser Geschichte beginnen, und durch jeden, der einen Moment innehält, bevor er urteilt. Vielleicht ist das größte Vermächtnis, dass ein einziger Tag, ein einfacher Mann, ein stilles Versprechen ausreichten, um eine ganze Kette von Gedanken auszulösen. Gedanken, die zu Veränderungen wurden. Und Veränderungen, die bleiben. Denn am Ende bleibt nicht, was wir gekauft oder verkauft haben. Nicht, wie teuer ein Ring war. Nicht, wie sehr wir uns beeindrucken ließen. Was bleibt, ist, wie wir andere behandelt haben, als wir dachten, niemand sieht hin.